Ganz kurz. Ja, ich bin Marianne Birtler, bin in Ostberlin groß geworden und dort wohne ich bis heute. Und was hast du beruflich gemacht? Ich hatte unterschiedliche Berufe. Der wichtigste war wohl, dass ich in der evangelischen Kirche in der Kinder- und Jugendarbeit war und später dann in so einer Leitstelle. Und die war zugleich auch so ein Link zu den Oppositionsgruppen. Das war eine sehr spannende Zeit. Meine Gruppe war gehörte zu zwei Gruppen. Zum Arbeitskreis Solidarische Kirche, den hatten wir 1986 gegründet. Und dann habe ich zusätzlich, das war eine DDR-weit arbeitende Gruppe, auch mit ziemlich, so wirklich mit Vereinsstrukturen, also so eine Art Vorstand und so votiert sogar. Und dann gab es die Initiative Frieden und Menschenrechte, die auch schon ein paar Jahre existierte. Und zu denen kam ich dann in einen engen Kontakt durch die Vernetzung der Gruppen. Und da gehörte ich dann auch dazu. Ja, das ist interessant. Wir hatten ja weder Smartphones noch, es hatte nicht mal jeder ein Telefon zu Hause. Faxe gab es sowieso nicht, ich wusste gar nicht, was das ist. Sodass man wirklich auf Mund-zu-Mund-Propaganda angewiesen war. Und ich kann das heute gar nicht mehr erklären, aber es hat fantastisch geklappt. Weil wir natürlich auch ständig im Gespräch und unterwegs waren. Ne? Und dann war klar, also einige von uns hatten ja Zugang zu solchen Vervielfältigungsapparaten, das waren damals noch Ohrmig-Apparate, wo man so eine blauen Finger bekommen hat. Und die gab es natürlich in der DDR nicht, aber einige Kirchengemeinden verfügten darüber. Und wiederum einige von uns hatten Zugang dazu, als kirchliche Mitarbeiter zum Beispiel. Und da wurden dann sehr schnell so kleine Infoblätter hergestellt, die über die wichtigsten Informationen enthielten oder auch Treffpunkte, oder man hatte halt jemand angerufen. Ne? Das war interessant, ich habe jahrelang auf ein Telefon gewartet zu Hause. Es war sehr schwer, eins zu bekommen. Und nach meiner ersten Verhaftung ging das ruckzuck. Dann hatte ich plötzlich zu Hause ein Telefon. Ja, ist doch klar. Nee, ich gehörte zu denen, die dazu aufgerufen haben, mit Nein zu stimmen. Mit Nein zu stimmen. Also es gab beides parallel. Ja. Wir konnten auch nicht, also die einen riefen zum Wahlboykott auf und die anderen sagten, nein, wir gehen hin und stimmen aber mit Nein. Wobei das sehr, sehr schwierig war, überhaupt erstmal herauszubekommen, wie man das macht. Denn auf den Wahlzetteln stand nicht Ja-Nein-Enthaltung. Da stand nur eine Reihe, also eine Spalte mit den Namen der Kandidaten der Nationalen Front. Und da machte man gar nichts mit diesem Zettel. Also da lagen zwar Bleistifte in der Wahlkabine. Das wissen manche gar nicht, dass es tatsächlich in DDR Wahllokalen Wahlkabinen gab. Und zwar immer ganz weit von der Tür entfernt in der Ecke 2 Stück. Die wurden nie benutzt, weil das fiel sofort auf und wurde wahrscheinlich auch registriert. Der Normalfall war, dass man reinging, seinen Ausweis zeigte, den Zettel kriegte, den vor allen Augen gefaltet hat und in die Wahlurne gesteckt hat. Das war der Normalfall. Und wir haben gesagt, also das machen wir nicht mit, dass dieses Geschummle da mit den Wahlkabinen, wir gehen rein. Und dann haben wir überall verbreitet, wie eine Nein-Stimme auszusehen hat. Denn wenn man den Zettel einfach nur durchstreicht, ist die Stimme ungültig. Das wollten wir ja nicht. Sondern man musste, auch wenn man mehrere Namen durchstrich, waren ja immer, wenn noch Namen offen waren, galt es dann als Ja-Stimme. Und man musste wirklich jeden einzelnen Namen durchstreichen und dann galt das als eine Nein-Stimme. Und das musste man natürlich bekannt machen, das wusste ja keiner. Ne? Und dann, das haben viele gemacht und vorher hatten dann andere organisiert, dass in sehr vielen Wahllokalen, in denen die Auszählung öffentlich stattfand, was uns nie interessiert hat, weil das Ergebnis voraussagbar war, dann doch Leute aus der Opposition mit Zettel und Stift standen und mitzählten, wie viele Nein- und Ja-Stimmen da waren. Und dann haben wir abends so eine Art Wahlparty gemacht, in der Kirche von unten in den Räumen, hier bloß ein paar hundert Meter von hier entfernt.
Und einer hat an der Tafel aufgeschrieben unsere Ergebnisse, ne, die wir so zusammengetragen haben aus den Berliner Wahllokalen. Und natürlich war der Anteil von Ja-Stimmen überwältigend, 80%, 85, 90. Aber am nächsten Tag in der Zeitung stand 99,5, 98,3 und so, das war ja alles schon vorher fertig. Ne? Und damit hatten wir den Beweis für die Wahlfälschung in der Hand, haben das auch dokumentiert in so einer kleinen Broschüre, auch Ormig. Vielleicht waren es auch schon Wachsmatrizen, kann gut sein, wahrscheinlich. Und haben das auf einer Pressekonferenz in der Fenfuhl-Gemeinde vorgestellt. Das war ziemlich aufregend, weil wir haben ja auch Neuland betreten für uns. Ne? Und es gab ja sehr viele in Ostberlin akkreditierte Journalisten, das kam uns natürlich zugute. Der Saal war voll, ja, von ihnen. Bis Stolpe dann reinschneite und der ja noch am Vormittag versucht hatte, die Pressekonferenz zu verhindern, was ihm nicht gelungen ist, wegen der vorhin schon erwähnten Autonomie der Kirchengemeinden. Und nachdem ihm das nicht gelungen ist, schneidete er da aber rein und dann wendeten sich alle Kameras ihm zu und er sagte da so ein paar wolkige Sätze. Ja. Aber trotzdem, das hat uns mit großer Genugtuung erfüllt, diese ganze Aktion. Da haben wir ja auch, war ja eine der Gelegenheiten, wo wir unsere Stärke empfunden haben. Ja? Und wir wurden auch stärker mit solchen Aktionen natürlich, mit jedem Mal mehr.